Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Terminator Resistance. Und keine Angst, keine Sorge, ich bin absichtlich ins Menü gegangen, weil ich in der letzten Folge am Ende ja eigentlich eher aufhören wollte. Und ja, dann sind wir voll in den Kampf gegen den T-850 gerissen worden. Ja, und diesen Vorlauf, den wir mit Commander Baron hatten, den würde ich gerne am Anfang dieser Folge nochmal ansetzen, damit die hier jetzt die Folge komplett das erste Mal sehen, das auch mitbekommen. In dem Sinne, das geht ja schnell, starten wir das Spiel und laden von dem letzten Punkt, das ist Kapitel 17, Doc Ruinen. Auf geht's. Ich werde doch nicht lange rumlabern. Da oben steht es nochmal, der Infiltrator ist wieder da. Commander Baron möchte persönlich sicherstellen, dass wir ihn ein für alle Mal aufhalten. Ich werde mich mit ihr an den Docks treffen, um unsere nächsten Schritte zu besprechen. So. Schaut sie euch an. You're still alive? Good. Apparently Skynet's got a real hard-on for you. So we figured why not use you as bait? Aren't you afraid that Skynet will bring a lot of firepower if they know we're both here? Afraid? No. Prepared for that eventuality? Yes. We've got eyes on the ambush site from every angle. If anyone shows up, it means they were listening. What if it's one of our guys, or just a scavenger? Too bad. We can't have anyone or anything sabotage our plan. Not this time. This time? We were very close once before. For years, we've been preparing for the final attack. But it took just one man to fuck everything up. That day, Perry, our previous field commander, died, and I inherited control of South Division. Since then, I've been making sure that no one fucks up again. We've got movement. Take position. What do you have? A hooded man's walking down the street. Might be a scavenger. Rivers, you saw him. Is it the same model? Is it the infiltrator? I can't tell. We're waiting for your signal. I think that might be it. Think? Good enough for me. Ceasefire! Ceasefire! Target down! I repeat, target Go down! check him! Ja, war ja klar, ich muss checken. Eyes on the target. Proceed with caution. Is he dead? Ist er nicht. Hit the target! It can't get away! Fire at will! He's in the open! It's in the open! It's a fucking machine! Na, der hat aber eine ganz schöne Wumme, hey. It's backed against the wall! We've got it now! What the fuck? Everyone on me! Übrigens, für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, weil das war in der letzten Folge anders, am Ende, der ist durch die Wand gerannt. It won't fucking die! Shoot! Ah, jetzt haben wir... Das war in der letzten Folge schon so blöd. Dass sie mir ständig vor die Flinte gelaufen sind. Ich kann hier durchschießen. Wie gut. Das funktioniert. Take cover! So, und das war die Stelle, wo ich letztes Mal gestorben bin. That's one ugly son of a bitch. Heute nicht nochmal. Genau, son of a bitch.
Nein! Oh fuck! Ich mich fast selber gesprengt. Oh Mann, was mache ich denn auch immer? Oh. So, ihr müsst mal kurz ohne mich arbeiten. Ich muss mich kurz mal ein bisschen zusammenbasteln hier. Einmal machen wir noch. Mann, ich wollte den Rohrbombe von Wand knallen. Was passiert? Sprengt die ganze Deckung weg. Dumm. Wo ist der? Not again! Follow it! Haut er wieder ab. Die Sau, Junge. Alter, die Baron, die ist auch irre, ne? Die rennt dem voll einfach hinterher. It's inside! Jetzt ist er da drin. In der Klasse. Und ich kann nicht speichern. Reverse! Nein! Das ich konnte es nicht mehr... We're trying to get through. You can't let it get away. You hear? Ich kann hier nicht weg. Wie soll ich denn den jetzt ausschalten? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt steht er da, wartet auf mich und macht mich platt. Was soll ich denn jetzt hier tun? Die dumme Sau. Ich bin erfasst. Warum bin ich erfasst? Mann, das Scheißding hält unendlich aus. Ich hab Schiss, Mann. Ich will das nicht. Der macht mich gleich wieder platt. Explosiver Kanister, was? Wo ist ein Explosiv? Ist es doch gar nicht. Nein, der kommt. Der kommt zu mir. Nein, lass mich in Ruhe verschwinden. Du Mistvieh. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, hau einfach ab. Lass mich doch einfach weg. Du Mistteil, elendes. Ey. Gibt's doch nicht. Du brennst doch schon. Jetzt stehst 44% Gesundheit. Ey, wenn du mich killst, Junge, ich heile mich jetzt. Der nimmt keinen Schaden. Er nimmt da keinen Schaden. Warum schießt er auch mit dieser scheiß Rohstoff rum? Ich depp. Der nimmt überhaupt keinen Schaden, die Sau. Kritischer Treffer, aber... Oh Mann, ich bin voll zittrig. kann nicht richtig ruhig halten. Mal, hau ab. Mach keinen Scheiß. Ja, mach nur. Komm, zeig dich wieder. Das Ding hat gesessen. Der hat eine übelste Wumme, Junge. Das ist für euch nicht spannend, aber ich hab Schiss. Jetzt steht er da rum. Dieses elende Arsch. Mistvieh. Ich will das ausnutzen, dass der gerade nur Mist macht eigentlich. Das tangiert den überhaupt nicht. Jetzt steht er da und wartet. Bis ich um die Kurve komme, dann platzt er mich weg. Explosive Kanister, ja. Ich habe nicht getroffen.
elendes Mistvieh. Echt, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde den doch jetzt endlich ausschalten. Jetzt kam was durch. Mach keinen Scheiß, Freund. Alter, was hält denn der aus, Junge? Ich stelle mich hier an wie der erste Mensch. Das geht bestimmt viel einfacher wieder. Stirb doch endlich, du Scheißteil! Mann, das gibt's doch nicht. Vor allem ich allein. War ja klar. Ich muss es wieder richten hier. Aber es sieht ganz gut aus, dass die KI so doof ist, dass wenn ich hier stehe, nichts passieren kann. Großartig. Vor allem mit der Schrotflinte, da habe ich drauf gehauen. Beim ersten Mal. Oh, ist er kaputt? Commander. Oh. Leg mich am Arsch. We finally got it. Good job, Rivers. Stay there. We're on our way. Hauptsache mich lassen sie das allein machen. Naja gut, die waren ja abgeschnitten. Oh Mann, ey. Zuflucht des Widerstands, sind wir wieder zurück. Der Infiltrator ist endlich gefallen. Sein Hyberlegierungskampfchassis war viel widerstandsfähiger als zuvor. Unsere Waffen konnten nichts dagegen ausrichten. Wenn wir es kaum mit einem von ihnen aufnehmen können, dann werden wir gegen eine ganze Armee keine Chance haben. Der wahre Grund dafür, weshalb der Infiltrator Skynets beste Waffe war, war jedoch seine Haut. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr sicherlich auch. Also schauen wir mal, was seine Haut kann. Die Atmosphäre, es ist einfach so There was no gut. doubt anymore. Skynet had created a cybernetic organism. It was designed to blur the line between a man and a machine. People started to think that there were Terminators amongst us, wolves in sheep's clothes. Some of us left, even though we hadn't seen any other infiltrators yet. Or at least, we didn't think we had. And that fear of not knowing was what turned the tide of this war. That night, Skynet won. I still have to run some tests, so for now I would say no. We need some more time, I Connor. know you don't want to hear this, Commander, but if there's one person who can help us, it's Dr. Mack. Mac, we don't even know if he's alive. He is. He's in the Hollywood Hills. We knew a time would come when we'd need him again, so we've kept an eye on him. Wait. You've been watching him without telling me? Let your emotions cloud your judgment before, Commander. That's why I decided that Mack's whereabouts were no longer This is your bullshit. concern. He can't just magically fix all of our problems. He's a man, not a god. A man that makes That's enough, mistakes. Commander. You know what happened last time. He's the reason Perry's I dead. said that's enough. Sergeant Rivers? Yes, sir. TechCom believes that being marked for termination is a badge of honor. A sign that we're doing something right. We wear it proudly. And knowing you're wearing such a badge, Rivers, is all I need to trust you with handling this mission. Commander Barron will fill you in on the details. Good luck, soldier. Over and out. Looks like you're going to Hollywood Hills. Dr. Edwin Mack is the one who taught us how to use Skynet's weapons, so there's a chance he can do it again. Take him that second-generation plasma rifle and see if he's able to reprogram it. If we want to use Skynet's weapons, we need to bypass their encryption lockouts. How will I find him? He's obsessed with surveillance. So when you get there, look for any cameras, biometric sensors, or any other tech stuff. He should be around. That's it. Na toll. Jetzt soll ich Hollywood Hills machen hier. Bindemack. Und was irgendwie mit biomechanischen Sensoren und so ein Kram habe ich gelesen. Wollt ihr mich veräppeln? Muss wieder so Schleichkram ohne Ende nicht gesehen zu werden und so Kram. Ich muss ihm die Waffe bringen. Da ist er, der T-850. Blaue Augen hat er. Und viele Löcher. Ja, okay, das ist die Waffe, die wir dem Doc bringen sollen. Violettes Plasma des Infiltrators. Nimm Mack.
Ja, okay, hier Neo ist auch da. Matrix. Sure, let's trust someone who gets called Dr. Death. That won't bite us in the ass. In the meantime, I'll see what I can learn from the new CPU we acquired from that infiltrator. This could be the breakthrough that we've all been waiting for. I need to concentrate, so please don't disturb me. Jo, du könntest ein bisschen freundlicher sein zu mir, mein Freund. Alvin, ich hab dich hier aus der Scheiße geholt, Junge. Und dann laber mich nicht voll wegen so einem Prozessor da. Wenn, dann möchte ich den haben. What do you need? Okay, reden wir mal mit dir noch weiter. Barons Geschichte, wir können immer fragen, also das freut sie ja immer, wenn wir das tun. Sollte ich etwas über Dr. Mark wissen, das könnte ich auch noch machen, aber jetzt... Was Mac the one whose drone you smashed? Yes. Yes, it was. I've never told this to anyone, but before I met Mac and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys, old enough to remember Judgment Day. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? Zu schön, um wahr zu sein. Sehen Sie, es gibt immer noch gute Menschen dort draußen. Das war dumm von ihr, ihnen überhaupt zu vertrauen. Ich mach mal zu schön, um wahr zu sein. It was. I was too naive to notice it back then. When I woke up, all my things were gone, including my map. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. Ups, okay. Ein Glücksfall, von jemandem gefunden zu werden. Ich nehme an, auch diese Geschichte hat kein Happy End. Ja, was machen wir denn da jetzt? Wir machen mal einen Glücksfall. You're lucky someone found you. Someone did find me. Too bad it was Skynet. Through the window, I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp, but it was something else. A Skynet research facility. They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there. But after a while, someone came into my cell. A man. Well-dressed, clean-shaven. You want to take a guess who that was? Nicht der Infiltrator. Der Infiltrator, dein Zellengenosse? Einer der Typen, die dich ausgeraubt haben. One of those guys who robbed you? No. He was a traitor to his race. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a whore. It lasted months until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. You don't want to see people for what they really are. I've seen their true face. That traitor, those two guys in the desert, Mac, they all showed it to me. It's not pretty. The truth is, the only reason I fight for the Resistance is because I despise people just a little less than the machines. Tja, ist was dran, ne? Wollte ich etwas über Dr. Mack wissen? Anything I should know about Dr. Mack before I leave? Only that he can't be trusted and he's highly manipulative. So you need to stay cautious. Das ist ein manipulativer Arsch. Da muss ich also aufpassen. Okay. Jacob, do you have a minute? Of course. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. I wonder if Peter went there and left something for me.
I know he'd be stupid to go there since now it's behind the annihilation line, but then again, he was always full of stupid ideas. I'll see what I can do. Thank you. Okay, jetzt müssen wir was für von Erins Ehemann suchen, ob wir da was finden, was er hinterlassen hat vielleicht. Look at him. He never talks to anyone. He just sits there. I bet he's one of those machines. Die Jennifer. Was ist mit dir eigentlich, Jennifer? Jacob, I didn't see you there. Is there something on your mind? Actually, I have a secret to tell you. You've a fan. Patrick really looks up to you. It's good for him to have a role model. And I don't think he could have chosen better. Ja, gut. Es soll halt nicht unbedingt so werden wie ich, ne? Der Patrick, ja, verstehe ich schon. Ich glaube nicht, dass ich ein gutes Vorbild wäre. Danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Jetzt mal, was sind wir denn? Sind wir grob? I don't think I'd make for a good role model. I never knew Jacob Rivers could be so coy. Be proud, you're a hero. The Resistance owes you a lot. And so do I. If you hadn't found us back in Pasadena, I don't know what would have happened. Well, actually I do. Exactly what the others said would happen. People were talking about the annihilation line months before it came. My father, of course, tried to turn it all into a joke. Aber was hältst du davon? So wie ich deinen Vater kenne, war das sicher kein guter Witz. Knowing your father, it couldn't have been a good joke. No, it really wasn't. But I wanted to believe him. I think we all did. He tried very hard to keep everyone from worrying. Maybe a little too hard. You could feel the mood change at the house. The community my father tried to build started falling apart. Fewer and fewer people were coming by. And if they did, they weren't always friendly. We started to notice things going missing. Little things at first. People got nervous. And with time, it even got to my father. Hat sie jemals auch dich erfasst? Was meinst du? Wir fragen, was mit ihrem Vater war. What do you mean? Well, for one thing, he stopped making jokes. It had never been as quiet at the house as it had been back then. After a while, my father changed the sign from welcome to beware. He put a lock on the door and started carrying a shotgun. I didn't even know he owned a gun. He always said he didn't believe in them. I wanted us to leave our house and run, but he didn't want to listen. Said it was the only place he could keep us safe. Thanks for letting me spill my guts like that. Gerne doch, Jennifer. Wo gehst du hin? Wo ist Patrick? Jennifers Geschichte? Ist alles okay? Das hatten wir gerade. Das haben wir doch gerade gehabt. Where's Patrick? He's getting ready. I'm taking him with me. I figure it's time for him to see what's out there. Okay, wo gehst du hin? Where are you going? I'm going out scavenging. Don't worry. I'm past thinking about running away. Knowing how much you'd miss me made me not want to leave. Aha. Das dachte ich mir schon, dass da hier eine Romanze entstehen könnte. Okay. Jennifers Geschichte, ist alles okay. Das haben wir doch aber schon gemacht. Is everything okay? You seem far away. Nothing can get past you, can it? I've been thinking about the day we met. I never told you how we really ended up there. Du kannst mir alles erzählen, du brauchst es nicht zu tun, falls du nicht willst. You don't have to if you don't want to. No, I think I need this. It's been eating at me all this time.
That day, loud hammering woke me up. When I came downstairs, I saw my father nailing the window shut. Through the crack, I saw them coming. Hundreds of metal heads and their red eyes. Even though they're just empty shells, I could feel the hate radiating from them. Tja, krass, ne? Was hast du getan? Was hat dein Vater getan? Was hast du getan? What did you do? I made Patrick stay upstairs and went back to talk to my father. We argued for a minute or two, and I tried to pull him away from the window. He pushed me away. I tried it again, but he shoved me. And this time I fell. I didn't recognize him as he was reaching for his shotgun. He said, I shouldn't worry about the machines. They wouldn't hurt us. I don't even remember how. But the gun was already in my hands. I closed my eyes and went someplace else. Didn't even hear the shot. I didn't hear Patrick's steps either. Krass, jetzt ist mir auch was passiert ist mit dem Vater, ne? Er hat dich gesehen. Hast du das Bewusstsein verloren? Er hat dich gesehen. Saw you? He did. He was staring at me like I was a stranger. He didn't scream or cry, he just stared. I threw the gun away, grabbed Patrick, and tried not to notice the hole in my father's unmoving chest. As we ran, I could hear them coming, so we found somewhere to hide. Then you came. I wanted to tell someone about all this, but I was afraid to. Du musst keine Angst haben. Es freut mich, dass du dich getraut hast. Du musst keine Angst haben. You don't have to be afraid. I'm not. Not anymore. We talk a lot about how heartless the machines are. And I started to think that maybe I was too. I probably would have convinced myself of that if it wasn't for you keeping me sane. Thank you for everything. I never thought I would find a friend in times like these. Cool. Jennifer sieht mich als Freund an. Das freut mich. Is it true? I can look human now? Was? Ich hab's jetzt nicht... Das ging zu schnell. Das ist mein Bett. Ich will eigentlich... Ach, hier geht's raus. Oh Mann, in diesem Unterschlupf. Ich verlaufe mich jedes Mal. Ich will an die Werkbank. Okay, ich will zum Händler. Wir müssen unbedingt was verkaufen. Wir hatten das letzte Mal schon viel zu viel. Ja, ich möchte deinen Laden anschauen. Wir konnten ja fast nichts mehr schleppen. Das heißt hier, diese Kisten, die werden wir komplett verkaufen. Raus. Raus. Und wieder raus. Was bietet er mir denn da oben an? Ein Raketenwerfer ist natürlich auch mal so eine Option, ne? Was ist denn der Unterschied zwischen den zwei? 3000 und 3000. Das ist eine wärmesuchende RL 92. Einzelschuss-Raketenwerfer für wärmesuchende Raketen. Lasergesteuerte RL 43. Einzelschuss-Raketenwerfer mit Laseroptik. Munition, lasergesteuerte Rakete. Interessant. Wir verkaufen jetzt hier diese ganzen Stimulanzen. Weg. Ich nehme sie eh nicht. Bis auf eine wollte ich probieren. Schmerzstillen. Oh, jetzt habe ich die falsche verkauft. Oder? Ich hatte doch mal eine, die ich probieren wollte. Ich wollte eine probieren, die Zeit verlangsamt. Die Bewegungsgeschwindigkeit. Vorübergehend Zeitlupenstimulanz. Die wollte ich haben. Das ist die gelbe. Jetzt habe ich natürlich alle verkauft davon. Eine. Ich habe sie alle gekauft. So kann man natürlich auch das Geld zum Fenster rauswerfen beim Händler, ne? Oh Mann. Egal. Wir verkaufen die jetzt hier. Schmerzstillende Stimulanz. Verkaufen. Warum hat er mich da jetzt nicht gefragt? Oder hat er mich das? Ich war einfach zu fix im Kopf. Wollte einfach verklopfen. So, hier verkaufen wir auch mal ein bisschen was. Das ist 23 Stück davon. Das bringt Geld.
Aber wir brauchen nicht nur Geld, wir brauchen Platz. Die M16, weg mit. Raus. Brauchen wir nicht mehr. Strohflinte, das. Die wollte ich mal probieren. Das Terminiermesser. Ja, das Terminiermesser steht auch noch an bei euch, ich weiß. Das habe ich ein bisschen verkackt. Und es klappt auch immer nicht bis jetzt. Also ich muss echt mal eine Chance kriegen, dass ich da rankomme an so einen elenden Säugrebel from behind. Ne? Nicht so einfach. Schrotpatronen brauchen wir. Die kaufe ich auch alle 32 dazu hier. Naja, komm. Lieber ein bisschen mehr mumpeln, haben wir 300, das ist gut. Oh, das ist ja super aufgegangen, hey. Hier haben wir Sprengstoff, das finden wir... Also von dem Sprengstoff hier können wir auch ein bisschen verkaufen. Aber also das macht uns ja nicht wirklich mehr Platz. Was brauchen wir jetzt nicht unbedingt? Diese Mumpeln hier, die habe ich hergestellt. Aber ich kann sie hier gerade nicht nutzen. Noch nicht. Ich werde sie nicht verkaufen. Nicht für 16. Geht wohl los. Wie ist denn das mit den Weckern? 50 pro Stück oder für alle? Was kriege ich denn für diese Stimulanzen, wenn ich die jetzt bis auf eine wieder verkaufe? So. So machen wir das. Jetzt haben wir wieder Platz. Ja, ich nehme natürlich eine Waffe auf, noch eine Waffe auf und dann ist es schon wieder fast rum. Wir müssen diese Güter noch sammeln vorher. So können wir auch wieder was herstellen. Alles gut. Beim Händler sind wir so weit durch. Ich bin echt noch am Überlegen. Das Ding ist nicht schlecht gewesen. Auf dem Nahkampf dann hat es den, weil hier ist es zu langsam vom Schießen her. Ich weiß nicht, ob ich noch... Soll ich hier noch so einen Raketenwerfer mit reinhauen? Ich würde nämlich gerne mal wissen, ob ich die Hunter-Killer-Einheiten aus der Luft runterholen kann. Ob das geht. Das sind 3000 Ocken, ne? Vielleicht findet man so ein Teil ja noch. Transaktion angenommen. Jawohl. Ah, ich habe doch den Kassettenrekorder. Wo ist denn der Ryan? Ich glaube schon wieder in die falsche Richtung. Sag mir das doch. Sieht aber auch geil aus. Da hinten ist eine Notiz. Wieso habe ich den nicht gelesen? Forschungsprotokoll Dr. Alvin Scott. Nach gründlicher Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich Infiltratorhaut unter dem Mikroskop nichtmenschlicher Epidermis unterscheiden lässt. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenenden wie Menschen. Die Haut ist mit Haarfollikeln bedeckt und die Schweißdrüsen funktionieren. Die Terminatorhaut könnte in jeder Hinsicht als lebendes Gewebe kategorisiert werden. Es wird empfohlen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Haut auf verschiedene Art der Stimulation reagiert. Vielleicht können wir dank dieser Ergebnisse irgendwann zwischen Terminatoren und Menschen unterscheiden. Was noch beeindruckender ist das Herz-Kreislauf-System der Haut. Was? Oder sollte ich sagen, das Kreislaufsystem? Wenn man bedenkt, dass die Infiltratoren ja kein organisches Herz besitzen. Die Blutversorgung übernimmt ein mechanisches Kreislaufsystem. Das Blut ist ein Biofluid und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Es ist besonders wichtig, dass wir die Probe nicht kontaminieren. Ja, Alvin, alles klar. Dann forschst du mal weiter. Ich brauche trotzdem... Wo ist er denn? Du wolltest das Radio. Du wolltest es. Ja, du wolltest es. So, was können wir denn herstellen? Wir können wieder Bäcker machen, ich kann wieder Munition machen und Dietrich. Also irgendwie hier... Ich muss diese Scheißbombe will ich bauen können. Wir machen jetzt ein Terminiermesser so. Herstellen. Habe ich mal was anderes hergestellt? Wir reden noch mit Ryan und mal gucken, was er sagt zu dem Kassi.
Ryans Geschichte hören wir uns auch an, natürlich. Earlier, you said that a new era started. What changed? Well, for one thing, with Tucker dead, I became the new leader of the group. Something I never expected or wanted, for that matter. Okay. Was hast du dann getan? Waren alle einverstanden damit, dass du der neue Anführer wurdest? Hm. Did everyone agree that you should be the new leader? Not everyone. We had a huge fight about food, or where we should go next, and so on. Our group divided without Tucker to keep it together. I was terrified. I started to walk away like I was on autopilot. I don't know if I wanted to run away or to kill myself, but then something surreal happened. I found a metal door in the ground in the middle of nowhere. I was real unsure about what I might find under it, but what I did find was the aftermath of a massacre. Mann, Mann, Mann. Mehr Terminatoren? Hattest du keine Angst davor reinzugehen? Weren't you scared to go inside? I was terrified. Believe you me. But then again, a lot of things didn't make sense to me at that moment. It looked like they decided to commit suicide. I couldn't understand it. To me, they had everything. Food, water. They even had a case of beer. So, I got shit-faced and started crying over my brother's death. But I realized something. I realized that I could maybe survive there. Warst du alleine dort? Bist du zurückgekehrt, um es allen zu sagen? Ich frage mal, ob er alleine... Nee, ich frage, ob er zurückgekehrt ist. Did you come back to tell everyone? I did. After I buried the bodies outside, I returned to the camp with the good news. After that, we were all right. That night, I learned two things. Firstly, that it's okay to be scared. Secondly, that there are two sides to everybody. Ironically, me being a scaredy cat turned me into a good leader. And that's how I found that place, and that's what motivated me to help others. But Tucker, well, he was a leader from the start, but he had an ugly side too. He killed those who opposed him. He was a real scumbag, but he was my brother. He made me want to be a good person for the both of us. A hangover wasn't a high price to pay for that lesson. Hat sich einen reingezwitschert, Junge, und ist ihm was klar geworden. Ja, manchmal ist das so. Wie ist die Lage in der Zuflucht? What's the situation like in the shelter? Not that great. People are getting nervous. A lot have already left, and even more plan to leave. Even Mark and Laura saw him packing earlier. And what about you? Just the thought of running again's making me sick. Must be getting old. Plus, we got everything we could need right here. Where else would I go? Besides, I have faith that Baron would never let anything happen to this place. She's way too uptight about security. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das der Kassettenrekorder, oder? Don't be shy, Rivers. Turn up the Nicht volume. schüchtern, Daniel Rivers. Lauter. See? I knew you'd like it. God damn it! I thought I told you, I can't work with so much noise. I need absolute silence, so please stop that. Ja, Alvin, bist angepisst. Wie gut ist denn das? I swear I should just join Skynet. Oops. Ich glaube, er mag den auch nicht, den Alvin. So wie ich ihn nicht leiden kann. Ah. Wollen wir das nochmal anmachen? Und kommt der dann nochmal? God, I believe the machines are more civilized than us.
Wie gut ist denn das? Oh, Alvin, da kotzt er. Wie kann man nerven damit? Ist das witzig. Und jetzt ist er verschwunden. Ins Nichts. Auf einmal. Weg. Einfach weg. Ah, gibt's denn das? Ich glaub's nicht. So, mit der Erin können wir nicht mehr reden. Oh, hier ist nur noch der Wolfie. Meine Lieben, ich würde jetzt sagen, wir gehen zum Ausgang. Why do you think Skynet doesn't have their plants in the South? I don't think. I just hope. Everyone's leaving. I think we should as well. Yeah, but where to? Ihr bleibt schön alle hier und kämpft. Und hofft, dass ich mir nicht immer verlaufe hier drin. Mann, das muss doch langsam mal sitzen hier, wo ich hier lang muss. Das gibt's doch nicht. Oh, what's with the dogs? They've been like that ever since they brought that thing in. Warum bellt der Hund? Der Hund bellt nur, wenn ein Terminator da ist. Leute, ich würde jetzt am liebsten nie aufhören, aber wenn ich hier nicht jetzt aufhöre, dann speichert er wieder sonst wo. Meine Lieben, das wird der letzte Schritt jetzt hier für die Folge. Ich hoffe, es kommt nicht wieder in Sequenz, dass es dann wie beim letzten Mal an die nächste Folge wieder vorne angehangt werden muss. Oder ich werde einfach beim nächsten Mal auf die nächste Folge verweisen. Ihr wisst ja, Timestamps unten drunter, was euch nicht gefällt, überspringt es einfach. Das passiert, ist ja, das hätte ich am Anfang der Folge vielleicht sagen sollen, dass ich das hier auch überspringen, dass man das überspringen kann. Aber wer es sich interessiert, das zu schauen hier, der drückt auch mal auf mehr unten drunter und sieht es dann. In dem Sinne, ich verlasse die Zuflucht. Das Gebiet verlassen. Hollywood Hills, das wird unsere nächste Mission werden. Was verwendet... Na, das ging viel zu schnell. Ich wollte diese Brute Force Hinweisattacke jetzt da mal unten lesen. Das kann ich mal probieren. Dr. Mack ist der Einzige, der die Verschlüsselung von Skynet knacken kann, damit wir die neuesten Skynet-Waffen nutzen können. Ich muss nach Hollywood Hills und ihm das Plasmagewehr der 2. Generation bringen. Aber, meine Lieben, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich drücke jetzt nur noch mal beliebige Taste, um fortzufahren. Ne, das mache ich auch nicht mehr. Ich sage jetzt hier Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo und schaut wieder rein. Das ist spannend, das macht Spaß. Das Spiel hat mich voll im Griff von der Story her. Der T-850, wir haben den T-850 weggeknüppelt in dieser Folge. Mehr oder weniger aber auch ausgenutzt durch einen Glitch, dass der nicht um die Kurve gelaufen ist, war meine Rettung. Aber egal. Habt einen schönen Abend, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Wenn ihr wollt, würde mich freuen. Und dann tschö mit Ö.